Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Alan Wake 2 und mehr. Das bereits so volle Spieljahr 2023 bekommt diesen Oktober noch einige Schwergewichte dazu. Was euch alles so erwartet, erfahrt ihr in diesem Game Lookout. Kennt ihr noch den buggy, aber unterhaltsamen Thief Simulator? Der wahrscheinlich einigen durch zum Beispiel Hand of Bloods Videos bekannte Simulator erhält einen Nachfolger. Thief Simulator 2 ist die Fortsetzung des Stealth-Spiels von 2018, das einem die Möglichkeit bietet, in die Rolle eines Thieves zu schlüpfen. In Thief Simulator 2 kann man seine kriminellen Fähigkeiten auf die Probe stellen, indem man verschiedene Orte erkundet, nach Beute sucht, Fallen umgeht, Alarmanlagen ausschaltet und seine Spuren verwischt. Man kann auch seine eigenen Werkzeuge und Gadgets herstellen, um seine Mission zu erleichtern. Aber man muss auf der Hut sein, die Bewohner und die Polizei haben nämlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Das Spiel bietet verschiedene Gebiete von Wohnvierteln über Geschäftszentren bis hin zu Fabriken. Man kann auch seine eigene Basis ausbauen, in der man seine Beute lagert, die man dann verkaufen kann. Des Weiteren kann man seine Fähigkeiten ausbauen und neue Gadgets erwerben. Der bereits schon wacky erste Teil von Thief Simulator bekommt damit also einen vollen Nachfolger. Das Spiel schleicht sich am 4. Oktober auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und Nintendo Switch. Mit diesem Spiel soll die Assassin's Creed-Reihe mehr Back to the Roots gehen als seine Vorgänger. Was genau das aber heißt, ist eher unklar. Assassin's Creed Mirage ist der neueste Ableger der Assassin's Creed-Reihe, der im mittelalterlichen Persien spielt. Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Assassinen, der sich einer geheimen Bruderschaft anschließt, um gegen die Templer zu kämpfen. Also das ganz klassische Story-Konzept von Assassin's Creed. In Mirage erkundet man die historische Welt von Persien. Das Gameplay von Assassin's Creed Mirage ist so ziemlich genau dasselbe wie die Teile zuvor. Man kann sich frei durch die Stadt bewegen, klettern, springen, schwingen oder reiten. Man hat eine Vielzahl an Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung, um seine Feinde auszuschalten oder zu infiltrieren. Das Spiel bietet auch einige Möglichkeiten, seinen Charakter anzupassen und zu verbessern. Mirage will wohl wieder ein wenig zu der Zeit zurückkehren, vor dem leicht veränderten Gameplay von Origins und sich an ältere Teile orientieren. Trotzdem bleibt Assassin's Creed Assassin's Creed. Also, wenn man die Spiele davor schon mochte und einfach nicht genug bekommen kann, wird es wohl das perfekte Spiel sein. Sonst ist es nur ein weiteres Assassin's Creed in einem neuen Setting. Das Spiel erscheint am 5.10. für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und Amazon Luna. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch eine Version für iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verfügbar sein, folglich wird wahrscheinlich auch eine Version für M-Chip, iPads und Macs verfügbar sein. Die 3DS-Zeit nach dem Release der Switch war eine komische Zeit. Es erschienen zwar noch Spiele für den 3DS, doch die Switch überschattete all diese neuen Releases und den meisten wurde keine Beachtung mehr geschenkt. So auch dem Spiel Detective Pikachu, das bereits 2016 in Japan erschien, aber erst 2018 einen weltweiten Release erhielt. Jetzt nach fast 7 Jahren erscheint der Nachfolger für die Switch. A great detective. I sure wish somebody would bring me some coffee. In Detective Pikachu Returns schlüpft man in die Rolle von Tim Goodman, einem jungen Detektiv, der mit seinem sprechenden Pikachu zusammenarbeitet, um mysteriöse Fälle in Rhyme City zu lösen. Das Spiel ist ein Mix aus Adventure, Rätseln und Action, bei dem man verschiedene Schauplätze erkundet, Hinweise sammelt, Zeugen befragt und sein logisches Denken einsetzt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das Spiel erscheint am 6. Oktober für die Nintendo Switch. Sword Art Online, der Anime, der 2018 die Welt im Sturm eroberte und bis 2020 neue Staffeln erhielt, hat tatsächlich auch Spiele und wir wissen nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber Sword Art Online hat echt viele Spiele. Also wirklich mehr als man denkt. Da wären Sword Art Online Hollow Fragments 2014, Sword Art Online Lost Song 2015, Sword Art Online Holo Fragments 2015, Sword Art Online Holo Realization 2016, Ace World vs. Sword Art Online Millennium Twilight 2017, Sword Art Online Fatal Bullet 2018, Sword Art Online Integral Factor 2018, Sword Art Online Realization 2020 und nun in 2023 erscheint der neueste Ableger der SAO-Spiele.
Sword Art Online Last Recollection bietet eine alternative Geschichte, die lose auf dem Anime-Arc War of Underworld von SAO basiert. In dem Spiel kann man seine Fähigkeiten als Schwertkämpfer oder Magier unter Beweis stellen und sich mit verschiedenen Waffen und Rüstungen ausstatten. Das Spiel verfügt über ein verbessertes Kampfsystem im Vergleich zu seinen Vorgängern, das einem mehr Freiheit und Dynamik in den Kämpfen ermöglicht. Es bietet einem auch die Möglichkeit, seine Beziehungen zu den Charakteren zu vertiefen, indem man mit ihnen interagiert und ihnen Geschenke macht. Man kann sogar romantische Szenen mit seinen Lieblingscharakteren erleben. Wenn man ein SAO-Fan ist, könnte dieses Spiel auf jeden Fall was für einen sein. Das Spiel ist immer noch ein RPG durch und durch, also muss man solche Spiele mögen. Es erscheint am 6. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X und S. Es gibt Forza Horizon und dann gibt es noch Forza Motorsport. Während Horizon schon immer das Arcade-Open-World-Rennspiel war, konzentrierte sich Forza Motorsport auf die Simulationsseite von Rennspielen. Der neueste Ableger des Developers Turn 10 ist der erste für die Next-Gen-Konsolen. In Forza Motorsport, den nun 8. Ableger der Reihe, kann man aus über 700 Autos wählen, die alle detailliert nachgebildet sind und sie auf über 30 Strecken rund um den Globus fahren. Das Spiel bietet verschiedene Modi wie Karriere, Online-Multiplayer, freies Fahren und mehr. Das Gameplay ist sehr realistisch und herausfordernd, aber auch sehr anpassbar. Wie man es schon aus den vorherigen Ablegern kennt, gibt es viele Optionen, um das Spielgeschehen genau auf seinen Geschmack anzupassen. Man kann seine Autos tunen, lackieren, mit Aufklebern verzieren und vieles mehr. Das Spiel sieht auch grafisch sehr beeindruckend aus, mit dynamischen Wetter- und Tageszeitwechseln, realistischen Schadensmodellen und tollen Lichteffekten. Wenn man ein Fan von Simulator-Rennspielen ist, ist Forza Motorsport auf jeden Fall ein Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Forza Motorsport rast am 10. Oktober auf PC und Xbox Series X und S in die Ziellinie. Es ist auch Day One im Game Pass erhältlich. Es ist 2014 und ein neues Souls-like erblickt das Licht der Welt, Lords of the Fallen. Es hinterließ eher keinen bleibenden Eindruck, doch trotzdem kündigte man schon im selben Jahr den Nachfolger Lords of the Fallen 2 an. Damals sollte er noch vom deutschen Developer Deck 13 entwickelt werden. Nach einigen Eskapaden in der Entwicklung des Spiels und einigen Developerwechseln landete das Spiel schlussendlich bei dem Developer Hexworks und wurde als The Lords of the Fallen neu angekündigt. Schon bald verzichtete man auf das The im Namen und nannte es nur noch Lords of the Fallen. Heißt also jetzt genauso wie sein Vorgänger, ist jedoch der Nachfolger dessen. Das Original ist deswegen jetzt unter dem Titel The Lords of the Fallen 2014 bekannt. Alles etwas verwirrend, wenn ihr uns fragt. Wie auch immer. Der Nachfolger erscheint nach 9 Jahren endlich. Das Action-Rollenspiel bzw. Souls-like Lords of the Fallen spielt in einer düsteren Fantasy-Welt, die von einem bösen Gott namens Adir beherrscht wird. Die Menschen haben sich gegen ihn aufgelehnt und versuchen ihn zu stürzen. Als einer der sagenumwobenen dunklen Kreuzritter begibt man sich auf eine epische Quest, den Gott Adir zu stürzen. Unser Charakter kann man nach seinen eigenen Vorstellungen erstellen, mit vielen Cosmetics und auch einem Klassensystem, wo man aus 9 Klassen wählen kann. Jede Klasse hat seine eigenen Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen, die man im Laufe des Spiels verbessert. Das Gameplay von Lords of the Fallen ist stark von der Souls-Reihe inspiriert, das heißt, es ist sehr herausfordernd und belohnt strategisches Vorgehen und Geduld. Man muss sich durch verschiedene Gebiete kämpfen, die von Adirs Dienern bevölkert sind. Dabei trifft man auf mächtige Bosse, die einem alles abverlangen. Das Kampfsystem ist dynamisch und erlaubt einem, verschiedene Angriffe ausweichen, parieren und kontern zu kombinieren. Lords of the Fallen wird am 13. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X und S veröffentlicht. Nach Sonic Mania, was ein 2D Sonic im alten Retro-Look war, mit einigen alten Stages remixed, erscheint jetzt ein ganz neues 2D Sonic. Sonic Superstars ist ein 2D-Sonic-Plattformspiel mit 3D-Grafik in einem neuen Setting und mit neuen Levels. Das Spiel lässt sich mit bis zu 4 SpielerInnen spielen und man kann aus 4 verschiedenen Charakteren wählen: Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose.
Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, um die North Star Islands zu erkunden und Dr. Eggman und Fang zu stoppen. Mithilfe der Chaos Emeralds kommen nochmal mehr Fähigkeiten hinzu, wie Schwimmen, sich vermehren, sich zu verwandeln und mehr. Sonic Superstars erscheint am 17.10. für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und Nintendo Switch. Endless Dungeon sollte eigentlich schon im Mai erscheinen, wurde dann jedoch bis in den Oktober verschoben. Nun erscheint es wohl endlich. Man rekrutiert ein Team aus gestrandeten Helden, stürzt sich in eine längst verlassene Raumstation und beschützt einen Kristall vor endlosen Wellen von Monstern. Oder man stirbt, ladet neu und versucht es erneut. Das klingt doch spannend, oder? Aber was macht Endless Dungeon so besonders? Nun, zum einen ist da die Grafik, die einen tollen Comic-Stil hat und die Station mit vielen Details zum Leben erweckt. Zum anderen ist da das Gameplay, das eine Mischung aus Roguelike, Taktik, Action und Tower Defense bietet. Man muss nicht nur seine Waffen und Geschütze klug einsetzen, sondern auch sein Team gut auswählen und koordinieren. Denn jeder Held hat seine eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Und das Beste ist, man kann Endless Dungeon alleine oder mit bis zu 3 Freunden im Koop-Modus spielen. So kann man sich gemeinsam den Herausforderungen stellen und seine Strategien absprechen. Oder man kann sich gegenseitig die Schuld geben, wenn mal wieder alles schief geht. Endless Dungeon erscheint am 19.10. auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und Nintendo Switch. Wenn man PlayStation 5 Besitzer fragt, was das wohl meist erwartete Spiel des Jahres für sie ist, bekommt man sehr wahrscheinlich oft die Antwort, der zweite Teil von Spider-Man. Auch nicht verwunderlich, kamen der erste Teil und sein Spin-off doch so gut an. Mit Marvel's Spider-Man 2 erscheint dann bald der Nachfolger des erfolgreichen Marvel's Spider-Man aus dem Jahr 2018. Das werde ich auch nicht. Das ist meine Kraft. Meine Verantwortung. Ich bin Spider-Man. In diesem Spiel schlüpft man wieder in die Rolle von Peter Parker, der als Spider-Man die Stadt New Yorks vor Verbrechern beschützt. Doch diesmal ist er nicht allein, denn er bekommt Unterstützung von seinem Freund Miles Morales, der ebenfalls über Spinnkräfte verfügt. Gemeinsam müssen sie sich neuen Feinden stellen, die die ganze Stadt bedrohen, darunter Venom. Venom ist einer der gefährlichsten Gegner von Spider-Man und wird einen in diesem Spiel vor viele Herausforderungen stellen. Das Gameplay von Marvel's Spider-Man 2 ist ähnlich wie im ersten Teil, aber mit einigen Verbesserungen und Neuerungen. Man kann wieder frei durch die Stadt schwingen, Kämpfe ausführen, Rätsel lösen und Nebenmissionen erledigen. Dabei kann man frei zwischen Peter und Miles wechseln, die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten und Stile haben. Zum Beispiel kann Miles sich unsichtbar machen oder elektrische Schläge austeilen, während Peter mehr Gadgets hat. Das Spiel bietet uns auch eine beeindruckende Next-Gen-Grafik, die die Stadt New York zum Leben erweckt. Des Weiteren bekommt die Spielwelt 2 neue Bezirke hinzu, Brooklyn und Queens, wodurch die Spielwelt nochmal größer wird. Wenn man bereits Fan des vorherigen Teils oder des Spin-offs war, ist es ein No-Brainer, sich dieses Spiel zu holen. Vorausgesetzt man hat eine PlayStation 5, denn Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober exklusiv für die PlayStation 5. Die New Super Mario Bros. Reihe war der Versuch, 2D Mario zurückzubringen. Und der erste Teil auf dem DS schaffte dies auch mit Bravour, mit hohen Verkaufszahlen. Danach kamen auch einige Ableger mehr für Wii, 3DS und Wii U, doch irgendwann war der Look immer der gleiche und nicht mal im Design der Level gab es viele Unterschiede in den verschiedenen Ablegern. Jetzt mit Super Mario Bros. Wonder bekommen wir endlich ein neues 2D Mario im neuen Look und mit viel Kreativität. Super Mario Bros. Wonder ist ein klassisches 2D-Plattformspiel mit vielen Neuerungen und neuem Look, die das Spiel frisch und abwechslungsreich machen. Zum Beispiel gibt es neue Power-Ups wie die Elefantenfrucht oder den Bohrerpilz. Des Weiteren gibt es die Wunderblume, die nachdem sie eingesammelt wird, jedes Level auf verschiedenste Weise verändert. Mal kann sich auf einmal alles bewegen, mal ist Mario auf einmal ein Stachelball, mal wird alles in Schatten gehüllt. Die Möglichkeiten sind unglaublich verschieden und kreativ. Mit 12 verschiedenen Charakteren gibt es auch genügend Auswahl. Das Spiel kommt auch mit einem lokalen Mehrspielermodus mit bis zu 4 SpielerInnen und einem Online-Modus mit bis zu 4 SpielerInnen. Es gibt auch noch eine weitere Online-Komponente, wo, wenn gewünscht, Geister im Level und der Hub-World angezeigt werden von SpielerInnen, die gerade in diesem Moment auch spielen.
Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch. Das wilde Städtebauen geht in die zweite Runde. Nachdem SimCity mit dem 2013er Ableger so ziemlich in den Boden gestampft wurde, war Paradox's City Skylines das einzig gute Städteaufbauspiel auf dem Markt. Nun, nach fast 8 Jahren, erscheint der Nachfolger dieser beliebten Städtebausimulation. New worlds to explore and pursue. Here, you are the visionary. You are the creator. You make cities. In City Skylines 2 kann man seine eigene Traumstadt entwerfen, bauen und verwalten. Man hat die volle Kontrolle über alles, von der Städteplanung über die Stromversorgung bis hin zur Müllabfuhr. Man muss sich aber auch um die Bedürfnisse und Wünsche seiner BürgerInnen kümmern, die einem mit Lob oder Kritik belohnen oder bestrafen. City Skylines 2 bringt viele neue Features und Verbesserungen mit sich, die das Spiel noch realistischer und abwechslungsreicher machen. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Jahreszeitenwechsel, die sich auf das Wetter, die Vegetation und die Architektur auswirken. Vom warmen Sommer bis hin zum verschneiten Winter, man kann seine eigene Stadt in all diesen Facetten erleben. Dank AI werden viele neue Features möglich. Jede BürgerInnen haben ein komplettes Leben mit eigenen Vorlieben und Lebensweisen. Sie wählen ihren Weg zur Arbeit nach verschiedenen Faktoren, können Unfälle haben und Fehler machen. Es gibt verbesserten Nahverkehr und Cargotransport, neue Zonen wie Mixed Zones, wo zum Beispiel Gewerbe und Wohngebiete zusammen existieren können. Des Weiteren wurden die City Services erweitert. Nun können öffentliche Gebäude nachträglich erweitert und verbessert werden. Wie immer kann man sein Spielerlebnis ganz so gestalten, wie man will. Egal, ob man einfach entspannt seine Stadt aufbauen will oder doch nach ein wenig mehr Herausforderungen sucht. Man hat wie schon im Vorgänger Zugriff auf weitreichende Werkzeuge und Statistiken, die einem helfen, seine Stadt zu optimieren und zu analysieren. Man kann zum Beispiel den Verkehrsfluss beobachten, die Luftqualität messen oder die Zufriedenheit seiner BürgerInnen abfragen. City Skylines 2 erscheint am 24. Oktober für PC und im Frühjahr 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Die Konsolenversionen wurden verschoben, um die beste Version abliefern zu können. Kennt ihr das? Der Moment, wenn das Coverart besser aussieht als das eigentliche Spiel? Bei Cry Machina könnte das nicht wahrer sein. Was man aber diesem Spiel lassen muss, der 3D-Anime-Stil ist um einiges besser als in vielen anderen Spielen. Cry Machina ist ein Action-RPG, bei dem mechanische Mädchen in einer postapokalyptischen Welt zu überleben versuchen, um echte Menschen zu werden. Es spielt in einer weit entfernten Zukunft, lange nach der Auslöschung der Menschheit, in einer riesigen Weltraumstruktur, die als Eden 12 bekannt ist. Das Spiel bietet 3 spielbare Hauptcharaktere, die in rasanten Action-RPG-Kämpfen mit einer Vielzahl von Taktiken kämpfen. Das Gameplay besteht darin, sich zwischen den Schlachtfeldern von Eden und dem sicheren Hafen des Imitation Garden zu bewegen. In Eden stellen sich SpielerInnen in aufregenden Kämpfen gegen mechanische Gegner und entdecken die unbekannten Seiten dieser dunklen Welt. Danach kehrt man zu seiner Basis, dem Imitation Garden, zurück, um sich aufzurüsten, seine Waffen anzupassen und Unterhaltungen mit dem Mädchen zu halten. Cry Machina erscheint am 24. Oktober in den USA und am 27. Oktober in Europa und ANZ, Australien, Neuseeland. Das Spiel wird nur mit englischem Text und japanischer Synchro verfügbar sein. Wolltet ihr schon immer mal die ersten Metal Gear Solid Teile von dem sehr angesehenen Videospiel-Creator Hideo Kojima nachholen? Dann wäre genau jetzt die Zeit dafür, denn demnächst erscheinen die ersten 3 Spiele in Form einer Remastered Collection. Die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 ist eine Collection, die die ersten 3 Teile der legendären Stealth-Action-Reihe beinhaltet. Für alle, die nur wenig Ahnung von Metal Gear haben, Metal Gear Solid ist eine Reihe von Spielen, die sich um den Protagonisten Solid Snake drehen, einem ehemaligen Soldaten, der gegen eine Reihe von Bedrohungen kämpft, die oft mit riesigen mechanischen Waffen namens Metal Gears zu tun haben.
Die Spiele sind bekannt für ihre spannende und komplexe Stories, die viele Themen wie Krieg, Politik, Philosophie und Genetik behandeln, sowie für ihr innovatives Gameplay, das auf Schleichen, Tarnen und Taktik basiert. Die Master Collection Volume 1 enthält die folgenden 3 Spiele: Metal Gear Solid aus dem Jahr 1998, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty aus dem Jahr 2001 und Metal Gear Solid 3 Snake Eater aus dem Jahr 2004. Diese Spiele wurden alle für die aktuellen Konsolengenerationen remastert und bietet eine verbesserte Grafik, flüssigere FPS und einige neue Features wie Trophäen und Achievements. Außerdem sind Zusatzinhalte wie der Digital Graphic Novel oder das originale Metal Gear vom NES dabei. Also, wenn ihr mal wieder Lust habt, in diese Klassiker erneut einzutauchen oder sie zum ersten Mal erlebt, die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 erscheint am 24.10. für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X und S und Nintendo Switch. Ghost Runner aus dem Jahr 2020 war schon was. Ein schweres Spiel, das viel Geschicklichkeit erforderte. Jetzt geht die Story und das Gemetzel weiter, denn der zweite Teil erscheint demnächst. Ghost Runner 2 spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit von einem tyrannischen Regime unterdrückt wird. Man schlüpft in die Rolle eines Ghost Runners, eines kybernetisch verbesserten Kriegers, der sich mit seinem Katana und seiner übernatürlichen Geschwindigkeit durch die feindlichen Reihen schneidet. Das Ziel ist es, die Wahrheit über seine Vergangenheit zu enthüllen und das System zu stürzen. Das Gameplay von Ghost Runner 2 ist rasant, herausfordernd und sehr befriedigend. Man muss sich durch verschiedene Level bewegen, die voller Fallen, Gegner und Rätsel sind. Dabei kann man seine Umgebung zu seinem Vorteil nutzen, indem man an Wänden läuft, über Abgründe springt oder Fähigkeiten nutzen, die man im Laufe des Spiels freischalten und verbessern kann. Das Spiel erscheint am 26. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Alan Wake erschien 2010 exklusiv für die Xbox 360. Nun, 13 Jahre später, erscheint endlich der Nachfolger dieses Psycho-Thrillers. This is not the story you want it to be. This story will eat you alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Alan Wake 2 knüpft direkt an das Ende des ersten Teils an. Alan Wake, ein berühmter Schriftsteller, ist immer noch in der Dunkelheit gefangen, die von seinem eigenen Roman erschaffen wurde. Er muss sich seinen Ängsten und Albträumen stellen, um einen Weg zurück in die Realität zu finden. Dabei trifft er auf alte Bekannte, aber auch auf neue Feinde, die ihm das Leben schwerer machen. Laut eigener Aussage haben die Entwickler in diesem Spiel den Mix aus verschiedenen Medien, die Live-Action-Aufnahmen, die herausragenden Charaktere, den Aufbau der Welt, die Atmosphäre, das Mysterium, den schrägen Humor und den albtraumhaften Horror psychologischer und übernatürlicher Natur so viel weiter vorangetrieben. Es soll das bisher ehrgeizigste Werk von Remedy sein. Das Spiel ist eine Mischung aus Action, Rätsel und Erkundung. Man steuert Alan Wake oder die neue zweite Hauptcharakterin Saga Anderson aus der Third-Person-Perspektive und kann verschiedene Waffen und Gegenstände benutzen, um sich gegen die Dunkelheit zu wehren. Dabei spielt Licht eine wichtige Rolle, denn nur so kann man die Schattenwesen schwächen und vernichten. Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Tauben, ein Rhythmusspiel und ein Battle Royale? Sie alle haben nicht wirklich etwas gemeinsam, doch in diesem Spiel finden sie alle auf eine verrückte Weise zusammen. Headbangers Riven Royale ist ein Rhythmus-Battle-Royale-Spiel, bei dem man als Taube gegen 29 andere Spieler antritt, um den Titel des Master Headbangers zu gewinnen. Das Spiel besteht aus 23 verschiedenen Minispielen mit musikalischen Elementen, die in 4 Runden ausgetragen werden. Man kann auch Power-Ups nutzen, um seine Gegner zu sabotieren und Krümel sammeln, um seine eigene Taube zu personalisieren. Das Spiel erscheint am 31. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S und Nintendo Switch. Es ist auch Day One im Game Pass. Dontnod ist wahrscheinlich am bekanntesten für seine Life is Strange-Reihe. Doch in letzter Zeit versuchen sie sich an einigen anderen Spielen.
wie dieses bald erscheinende Kletter- und Rätselspiel. In Jossar erklimmt man einen unermesslich hohen Turm in der Begleitung eines wässrigen Gefährten. Man muss seine Kletterwerkzeuge beherrschen, verschiedene Wege finden und die Vergangenheit des Turms aufdecken. Es gibt einige verschiedene Pfade auf dem Weg nach oben zu erkunden und einige Geheimnisse einer vergangenen Zivilisation zu lüften. Dabei muss man auf seine Ausdauer achten und die besten Wege finden, immer höher zu kommen. Es erscheint am 31. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Es ist auch direkt im Game Pass erhältlich. Das waren einige interessante Spiele, die im Oktober erscheinen. Wir hoffen, es ist auch etwas für euch dabei. Welches Spiel interessiert euch am meisten? Sollte es euch gefallen haben, was wir machen, lasst doch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns wieder. Bye bye.